Hallo, du bist Lena, richtig? Dr. Alexander Steiner. Hallo. Komm rein. Möchtest du was trinken? Ein Glas Wasser wäre nett. Okay. Trinken Sie während der Arbeit? Was? Ach so, das. Nein, das ist Eistee. Ich brauche Zucker während der Arbeit. Also, was führt dich her? Darf ich Ihnen zuerst eine Frage stellen? Klar. Wie lange arbeiten Sie schon als Therapeut? Man findet nicht wirklich viel über Sie im Internet. Ich weiß, was du meinst. Ich arbeite mittlerweile seit knapp einem Jahr als Psychotherapeut. Ich habe direkt nach der Matura mein Studium gemacht. Ich weiß, ich bin noch recht jung. Ist das ein Problem? Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, ob Sie mir helfen können. Sagen wir doch erstmal, worum es geht. Okay, wo fange ich an? Ich habe ein Kind und wollte es eigentlich nicht. Verstehe. Und Abtreibung war keine Option? Doch, anfangs schon, aber wir haben uns dazu entschieden, das Kind zu bekommen. Wieso? Ich habe mich überreden lassen. Vom Vater? Ja, er war mein fester Freund in der Schule. Wir waren knapp ein halbes Jahr zusammen, haben über Hochzeit und den ganzen Kram geredet und dann wurde ich schwanger. Es war ein Versehen. Jedenfalls glaube ich, dass er auch kein Kind wollte. Du redest von ihm, als wäre er Vergangenheit. Was ist mit Tom passiert? Überdosis. Er hat sich ein paar Monate nach der Geburt das Leben genommen. Weißt du wieso? Ich hatte keine Arbeit und konnte die Schule nicht zu Ende bringen. Und Tom arbeitet in einem schlecht bezahlten Job. Er hatte keine Ausbildung. Es war wirklich schwierig, über die Runden zu kommen. Meine Familie hat zu mir den Kontakt abgebrochen, als sie von meiner Schwangerschaft erfuhren. Und Toms Familie hat uns zwar finanziell unterstützt, aber ich denke, ihm wurde das irgendwann einfach zu viel. Wie alt bist du? 19, gerade geworden. Und das Kind? Meine Tochter, sie ist jetzt 26 Monate alt. Bekommst du Hilfe von irgendjemandem in deinem Leben? Toms Eltern haben nach seinem Suizid sich länger nicht gemeldet. Ich denke, sie haben einfach etwas Zeit gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Inzwischen haben wir wieder Kontakt und sie helfen mir und nehmen ab und an das Kind zu sich und passen auf sie auf. Das ist sie, Emma. Schöner Name. Arbeitest du inzwischen? Ja, aber das ist schon mein 4. Job in diesem Jahr. Ich habe wohl kein sehr starkes Durchhaltevermögen. Wie kann ich dir da helfen? Ich Sag einfach gerade heraus, was du dir denkst. Ich verurteile dich nicht und außerdem unterliege ich der Schweigepflicht, also kannst du ganz frei sprechen. Ich weiß, aber das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich bin einfach nicht als Mutter geeignet. Wissen Sie, was ich meine? Das tue ich. Du willst keine Mutter sein. Gott, ich bin schrecklich. Nein, solche Gedanken sind doch nachvollziehbar. Du hattest es bisher einfach nicht leicht mit dem Kind. Die Kleine kann nichts dafür. Das ist einfach nicht ihre Schuld. Ich weiß. Hast du über Adoption nachgedacht? Ja, ich habe sie in eine Agentur eintragen lassen. Aber es meldet sich keiner. Es will sie einfach niemand. Das kann Sie ich ist mir... einfach
zu alt, hat schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die Leute wissen ja, aus welchen Verhältnissen sie kommt und denken bestimmt, dass sie das negativ beeinflusst. Das glaube ich nicht. Wie lange ist sie denn schon in der Agentur eingetragen? Ein paar Monate? 4 oder 5? Na siehst du, also das ist ein viel zu geringer Zeitraum. Du musst einfach noch ein bisschen warten. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Dass das schwer ist, verstehe ich. Aber du musst noch durchhalten. Es ist ein reales Kind, keine Puppe, die du einfach im Dachboden verstauen kannst, wenn du keine Lust mehr hast, Mutter zu spielen. Du hast nicht viele Möglichkeiten, dich dieser Verantwortung zu entziehen. Ich weiß, dass ich schwach bin, aber jedes Mal, wenn ich Emma sehe, sie erinnert mich nur an diesen einzigen Fehler. Sie ist der Grund, warum ihr Vater gestorben ist. Ich kann das nicht. Es ist grauenvoll, ich weiß, aber so empfinde ich nun einfach. Ich verstehe dich, ja. Aber du kannst nicht viel tun. Es tut mir leid. Ich meine, du kannst nichts tun, ohne dich moralisch in eine Grauzone zu begeben. Was meinen Sie damit? Gar nichts, das war ein blöder Scherz. Heißt es gibt einen anderen Weg für mich? Es gibt immer andere Wege, aber die sollte man nicht gehen. Welche? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich glaube, es ist besser, wenn wir unsere Sitzung an dieser Stelle unterbrechen. Nein, wir haben doch 50 Minuten Zeit. Ich bezahle Sie dafür. Ich möchte das jetzt lösen. Du kannst dein Geld behalten. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Aber nichts, was mir weiterhilft. Sie haben gesagt, es gibt noch Möglichkeiten. Welche? Herrgott, Lena, das musst du schon selbst wissen. Ich kann dir da nicht helfen. Aber ich bin sicher, wenn du nachdenkst, fallen dir Möglichkeiten ein, dieses Problem einfach aus der Welt zu schaffen. In welchem Szenario wären all deine Probleme gelöst? Wenn das Kind nicht existiert. Also, soll ich einfach abhauen? Wenn es das ist, was du darunter verstehst, ist das eine Möglichkeit. Also gibt es auch andere Möglichkeiten. Sprechen Sie doch einfach Klartext. Natürlich, es gibt viel schnellere Lösungen. Ich sollte jetzt besser gehen. Warte, bitte. Ich muss jetzt wirklich los. Ich weiß, aber wir können unsere Sitzung doch nicht einfach so beenden. Ich möchte aber jetzt gehen. Gib mir bitte noch einen Moment. Ich will nicht, dass du was Falsches von mir denkst. Ich werde niemandem von Ihrem unüberlegten Vorschlag erzählen, aber bitte lassen Sie mich einfach... Lass uns bitte abschließend noch eine Übung machen. Nein, ich sollte gehen. Ich bestehe darauf. Einfach nur, um unsere Stunde ordentlich abschließen zu können. Ich denke wirklich, das würde dir helfen. Kann ich dann gehen? Natürlich. Meinetwegen.
Das ist eine Stillübung. Komm. Steh auf, stell dich vor mich hin und sei einfach ganz locker. Hey, vertrau mir. Was glaubst du denn, dass ich tue? Ich bin Therapeut, ich will dir helfen. That's what it feels like when you're broke down. When you're broke down, you can't be fixed. And all the women in the neighborhood, they say you're damaged. They say they go damaged. There goes damaged goods. Oh, Carmelita, are you leaving me too? I come home after a long, long day to find another big yellow truck driving away. Young Selena, those old women you say, what do they know? You think you're in love because you couldn't keep your hands off of me at the dog show. But to be honest with you, if I could, I'd leave me too. That's what it feels like when you're broke down. When you're broke down, you cannot be fixed. And all the women in the neighborhood,